New Bike Day ist eigentlich immer cool, aber irgendwie so ein bisschen, wenn man das Bike irgendwann wieder abgeben muss. Hierüber fühle ich ein bisschen anders. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und hier drin ist das Buffalo Bike. Und das bauen wir heute auf. Ich könnte jetzt natürlich meinen Montageständer holen, das ganze Werkzeug und alles fein säuberlich aufbauen, aber das mache ich nicht, weil die Menschen, die dieses Fahrrad bekommen, die haben eventuell das ganze Werkzeug auch nicht. Das Buffalo Bike ist das Produkt von World Bicycle Relief, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen mit Fahrrädern zu versorgen, die ansonsten alles zu Fuß machen würden. Das Buffalo Bike hat schon so vielen Menschen zu einer besseren, schnelleren und zuverlässigen Mobilität verholfen. Ich werde darüber aber noch ein komplett eigenes Video machen. Jetzt wollen wir uns mal darauf konzentrieren, wie dieses Rad aufgebaut wird. Wenn ihr allerdings das ganze Projekt schon mal unterstützen wollt und sehen wollt, was World Bicycle Relief so macht, dann empfehle ich euch mal den Link unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Das Gute ist, wenn ich jetzt so ein Unboxing-Video mache, dann weiß ich auch, wie ich es nachher wieder zusammenbauen muss. Okay. Es ist ein heftiges Gerät. Das ist das gute Stück. Ja, nehmen wir jetzt erstmal auseinander, ne? Das ist richtig laut, wenn man das auf den Boden schmeißt. Der Aufständer. Also es ist sehr lange her, dass ich an einem Bike mit so einer Technik rumgeschraubt habe. Jetzt kommt mal hier die Kiste zum Einsatz. Was finden wir hier drin? So, hier haben wir ein kleines Fahrradschloss. Cool. Pedale, eine Fahrradklingel. Sehr gut. Dann hier ein kleines Tool zum Kassetten abziehen. Schräubchen. Ein kleines Werkzeug für Reifen, also ein Reifenheber. Und das hier. Ein Schlüssel. Und als drittes Teil ist dann hier noch eine Fahrradpumpe. Und mit diesen 3 Werkzeugen kriegt man das komplette Buffalo Bike auseinander und wieder zusammengebaut. Das probiere ich jetzt mal. So, erstmal den Sattel so ein bisschen einstellen. Da haben wir hier auf der einen Seite die Mutter. Ja. Geht das mit einer Ratsche schneller? Ja. Hat jeder eine Ratsche? Nein. Besonders nicht da, wo das Rad eingesetzt wird. So. Das ist schon mal Nummer 1, ne? Ja, so ein klassischer Vorbau hier. Nee, das war das. Super einfach zu warten, super einfach dran zu bauen, ohne irgendwelche Drehmomente zu beachten, sondern einfach gib ihm so fest, wie es halt geht mit diesem Werkzeug. Das ist ein bisschen fest hier, schade. Da muss ich doch mit dem zweiten Werkzeug ran. Gut, 2 kräftige Finger hätten es wahrscheinlich auch getan, nur halt nicht meine zarten YouTuber-Hände. Das ist auch schon so, wie es hier montiert ist. Das ist schon ziemlich außergewöhnlich, weil das ist alles deutlich robuster. Das ist richtiges
fettes Metall hier. So, da ist der Kollege. Eine Sache sollte man ja trotzdem achten, dass das Ganze in der richtigen Richtung ist, ne? Jetzt möchte ich das Rad ganz gerne abstellen, geht aber nicht. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das ohne Reparaturständer? Dieses Bike ist dafür entwickelt worden, um die klassischste aller Reparaturständermöglichkeiten der Welt zu nutzen. Das, was ihr als Kind schon gemacht habt. Denn sowohl die Griffe als auch der Sattel sind super stabil ausgeführt. Und jetzt ist das hier mit dem Ständer auch überhaupt kein Problem. Ja, Ständermontage, das ist insgesamt recht einfach. Man merkt schon, dass hier ziemlich einfache Materialien zum Einsatz gekommen sind und dass das Ganze auch darauf ausgelegt ist, natürlich möglichst kostengünstig zu sein. Und hier wird es schwierig, da ranzukommen. Also den Ständer zu montieren ist jetzt nicht super trivial. Wie viel Drehmoment muss ich denn hier anwenden? Scherz. Also hier bei der Montage des Ständers muss man hier so ein bisschen zwischen den Ständerbein und diesem Federmechanismus arbeiten, bei dem zweiten Verschraubungspunkt. Das ist ein bisschen unpraktisch. Da bräuchte man dann schon eine Ratsche oder ein Schlitzi-Schraubi. Kreuzi-Schraubi meine ich natürlich. Jetzt dürfte es von alleine stehen. Ja. Schutzblech. Ach, ich bin ja auch doof. Naja. Das ist ja ein Rad wie früher. Das heißt, die Schutzblechstreben werden hier mit der Narbe befestigt. Und jetzt weiß ich auch, warum da 2 Unterlegscheiben waren. Oh, Kunststoffpedale, interessant. Geht natürlich auch ohne, aber wir machen mal ein bisschen Fett drauf. Und hierfür brauchen wir tatsächlich einen Pedalschlüssel, beziehungsweise einen Maulschlüssel, der groß genug ist. Weil das Standardwerkzeug, das ist nicht für die Montage der Pedalen geeignet, interessanterweise. Manchmal, doch, ist recht einfach. Jetzt nur noch die kleine Buffalo Bicycles Pumpe verwenden. Jo! Und so wird das Buffalo Bike aufgebaut. So, und falls du dich jetzt fragst, warum dieses Bike 2 Ketten hat, was das mit diesen ganzen Teilen, mit dem ganzen Werkzeug, mit dem ganzen Konzept auf sich hat, dann empfehle ich euch mal das nächste Video zu gucken, das demnächst kommt. Denn da werdet ihr alles über das Bike erfahren und alles über World Bicycle Relief. Aber erstmal werde ich das jetzt hier ein bisschen durch die Gegend fahren.